So noch ein paar Sätze, die ich nachtragen möchte. Wenn ich das noch anhängen kann, das muss ich nachher mal probieren. Wie die Situation war, als der kleine Esel sich an mein Bein drückt und schmust und ich fühle, dass es die Seele von dem kleinen Mike ist. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Es ist so, als würde sich ein Tor öffnen, ein großes, mit großer Selbstverständlichkeit vergrößert sich der Raum, in dem man sich befindet. Es ist mir zum Beispiel völlig selbstverständlich klar geworden, dass wir alle Familie sind und dass ich auch ein Teil dieser Familie bin, der kleine Esel auch, Mike, alle anderen Lebewesen sind, gehören mit zu dieser Familie. Ja, und das war ein sehr tolles Gefühl. Was auch im gleichen Moment geschieht, das ist, man kommt sozusagen auf eine höhere geistige Ebene, spirituelle Ebene. Eine Ebene, die einen rauszieht aus dem Alltag, den alltäglichen Normen, den ja oftmals festgefahrenen Strukturen. Plötzlich macht es plopp. Wow, das ist so, als würde ein helles Licht aufgehen, sich der Raum tausendfach oder milliardenfach vergrößern und man ein viel größeres, stärkeres Bewusstsein hat. Ich habe mich zum Beispiel auch sofort daran erinnert, wie es war, als ich noch kleines Kind war. Da war es für mich völlig normal, dass ich alle Tiere duze, im übertragenen Sinne. Das heißt, für mich selbstverständlich, dass sie Familie sind, sie gehören zu meinem Leben und ich gehöre mit zu ihrem Leben. Und erst im Laufe der Jahre mit dem Erwachsenwerden verschwindet das etwas. Dann ja, ist es so, es scheint geteilte Wege zu gehen. Als Mensch hat man seinen Beruf, seine dazugehörende, ja, wie soll man sagen, dazugehören, den dazugehörenden Kreis, die Struktur und die Tiere scheinen separat zu sein, scheint was anderes zu sein. Man sieht sie anders. Wenn man sie überhaupt noch richtig wahrnimmt. Das geht ja auch sehr verloren bei uns in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn wir mal zum Beispiel nehmen, die Nachrichten im Fernsehen oder im Radio, sagen wir mal 15 Minuten Nachrichten oder 5 Minuten Nachrichten im Radio oder 15 Minuten im Fernsehen. Wie groß ist der Anteil an Informationen oder Mitteilungen, die Tiere betreffen? Wenn man mal darauf achtet, kann man feststellen, dass so gut wie gar nichts über die Tierwelt erzählt wird. Wie geht es denen eigentlich? Ja, und das ist, denke ich, ist wichtig, dass wir dort wieder hinfinden. Und darum ist dieses so wichtig, auch dass ich dieses poste und sage, ja, das ist so, das ist der kleine Mike wiedergeboren. So schnell. Was vielleicht die Kirche nicht glauben würde oder viele
Leute, die der Kirche angehören, das vielleicht als, was weiß ich, sehen, Verrat oder Gotteslästerung oder so etwas. Aber da kann ich nur sagen, nein, Leute, da täuscht ihr euch. Und warum gibt es wohl in der Bibel schon immer den Hinweis von Jesus, schaut die Vögel auf dem Acker zum Beispiel, achtet auf die Tiere. Sie säen nicht, sie ernten doch. Dieser Hinweis, schaut mal da, glaubt nicht so nur, dass eure Welt, eure Norm und eure Vorstellung von Leben wahr ist oder Recht hat zu existieren. Schaut mal, ja, auf die andere Welt und schaut mal, wie organisieren die Tiere zum Beispiel ihr Familienleben, ihr Gesellschaftsleben. Ist ja sehr interessant, dass sie zum Beispiel keine Kriege führen, keine Waffen produzieren. Im Vergleich zu Menschen ja bedeutend weniger Schaden anrichten. Das ist mal interessant, da mal ein Augenmerk drauf zu werfen, finde ich. Und es wird Zeit, dass wir anfangen aufzuwachen und so langsam auf den höheren geistigen Level zu kommen. Diese kaputten Strukturen, in denen wir leben und dieses festgefressene, festgefangene, tagtägliche, gleiche, sozusagen von Geburt an, bis man in den Sarg steigt, Tag für Tag das Gleiche. Und da müssen wir raus, sonst können wir uns nicht weiterentwickeln. Das, was wir glauben, was Weiterentwicklung ist, das ist nur Schein. Das ist nur ein kleiner Punkt. Hauptsächlich ist es Technik, der Bereich der Technik. Wie weit haben wir sozusagen die Technik im Griff und wie weit beeinflussen wir die Welt durch Technik, die wir erschaffen haben? Das ist sozusagen die Struktur, auf der wir sind. Aber wo ist das wirklich Geistige? Der Freigeist. Wo ist das? Wo ist das die große Selbstverständlichkeit, dass ich mich geistig mit anderen auseinandersetzen kann? Die Möglichkeit, dass ich, wenn ich an jemanden denke, der am anderen Ende der Welt lebt, den ich aber kenne und ich weiß, der ist da und ich konzentriere mich einen Moment darauf, dann kann ich mit ihm kommunizieren, ohne ein einziges Wort zu sagen. Ich kann auch fühlen, dass er meine Signale empfängt und er kann mich fühlen. All diese Sachen. Und wenn wir wieder aufsteigen wollen in die Engelwelt, aus der wir ursprünglich kommen, ja, da müssen wir diese primitiven, und ich sage es jetzt mal ganz deutlich, diese primitiven Strukturen, in denen wir uns derzeit bewegen, die müssen wir verlassen. Wir müssen mehr Mut haben, kritisch zu betrachten, mehr Mut haben, Tabus zu öffnen, Themen, die schwierig sind, die man nicht so gerne, mit denen man sich nicht so gerne beschäftigt, sie anzusprechen. Das ist sehr, sehr wichtig, offen zu sein und vor allen Dingen den Mut zu haben, zu verändern. Zu verändern. Auch etwas, was wir vielleicht schon seit 50 oder 100 Jahren Tag für Tag immer das Gleiche machen, mal den Mut haben zu sagen, nein, ich versuche das jetzt mal anders zu machen. Und ich versuche mal ohne das und das auszukommen. Und auch mehr auf die kleinen Kinder achten. Warum heißt es wohl in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Werdet ihr nicht in Gottes Reich sozusagen kommen? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wie sind die Kinder? Dann müsst ihr mal darauf achten.
Und dann kann man feststellen, selbst bei den 3-, 4-Jährigen, 2-, 3-, 4-, 5-Jährigen, wenn man mal sie betrachtet, wenn mehrere zusammen sind, kann man fühlen, dass sie auf einem sehr hohen geistigen Niveau sich befinden. Man kann wirklich, ja, man kann dieses fühlen, man kann dieses wahrnehmen, man kann dieses, es ist toll, wie sie die Welt betrachten, den Mut, den sie haben, etwas zu hinterfragen und zu fragen, warum ist dieses eigentlich so oder wir wollen dieses nicht, wir wollen das so und so und so. Die Lebensfreude, auch die große Selbstverständlichkeit, dass man zu den Tieren gehört, dass das alles eine Familie ist. Dieses Ganze, das wäre wichtig, dass wir dort wieder hinkommen und dass wir, ja, dass wir dadurch höher steigen auf ein viel höheres Niveau. Dieses, wo wir jetzt sind, wo viele Menschen vielleicht dran so den Gedanken haben, aufgrund der technischen Leistung steht die Menschheit quasi davor, geadelt zu werden, sagen wir im übertragenen Sinne, im Himmel und heilig gesprochen zu werden und als das Höchste definiert zu werden. Sehr, sehr viele Menschen haben eigentlich diesen Gedanken, meinen natürlich, das ist ja selbstverständlich, und im Gegensatz zu den primitiven Tieren. Aber die Wahrheit ist, dass wir genau an dem Punkt sind in der Bibel, wo steht, ich werde ein Zeichen setzen in den Himmel, ein Regenbogen, heißt es da. Er soll mich daran erinnern, dass ich nicht noch einmal alles Leben opfere. Das ist der Ausspruch zu Moses, ein Versprechen von Gott, nicht noch einmal eine Sintflut geschehen zu lassen. Und um nicht aus Wut oder aus Frust doch eine Sintflut loszuschicken und zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, fini, ist halt dieser Regenbogen in den Himmel gesetzt. Und wir sind an diesem Punkt, wir sind nicht an dem Punkt, wo man sagt, jetzt die höchste Adelung, sondern wir sind an dem Punkt, wo eigentlich das, was wir Gott nennen, auch sagen könnte, nein, ihr habt ja fast den ganzen Planeten schon zerstört. Das ist die Wahrheit. Und darum aufwachen, 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 mehr Mut haben, etwas zu verändern, auch radikale Veränderung, konsequente Veränderung. Und Sachen, die eigentlich ganz, ganz simpel sind, offensichtlich. Wir alle wollen Frieden. Niemand von uns will im Grunde in einer kriegerischen Welt leben. Niemand von uns möchte getötet werden von einem anderen oder möchte, dass seine Familie, seine Kinder getötet werden. Und wenn man das nicht will, dann muss man sich auch dementsprechend verhalten. Und das heißt, aufhören mit der Produktion von Kriegswaffen. Weg damit. Keine Produktion von Kriegswaffen, keinen Waffenhandel mehr. Das ist ja geradezu idiotisch. Die Waffen zu produzieren, in alle Welt zu verschicken, noch nicht einmal zu hinterfragen, wie stabil das System ist, an das man Waffen schickt, sondern man will Hauptsache, wie viel zig Milliarden oder 100 Milliarden oder 1000 Milliarden am Profit erntet man. Das interessiert eigentlich. Und wenn dann aber irgendjemand eine Bombe wirft, dann geht das Gejammer los. Oh, 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 die Bösen da und da und da. Aber woher haben sie die Technologie? Woher haben sie überhaupt den Gedanken, Bomben zu werfen? Wer hat es entsendet?
Wer fördert das? Wer pusht das? Ja, das sind Sachen, damit müssen wir uns konsequent beschäftigen, sage ich jetzt mal. So, jetzt habe ich etwas anderes gesagt eigentlich, als ich ursprünglich vorhatte. Ich wollte eigentlich mehr zu dieser Situation mit dem kleinen Esel sagen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgedreht, aber ich lasse es jetzt mal so. Dieses mit dem Esel und mit dem Mike, dass ich das dazu stehe und sage, ja, das ist so, das ist halt dieses Aufbrechen dieses Todseins, in dem wir uns befinden. Dieses zu erlauben, diesen Horizont zu öffnen, wieder zu ermöglichen, so empfinden zu können, so wahrnehmen zu können und mit solch großer Selbstverständlichkeit das zu akzeptieren und sagen, natürlich, das ist doch klar, gehören alle zusammen. So, und hier sind wir Familie Erde. Jetzt höre ich auf. Also, alles Gute, lasst uns Schönes machen. Jeden Tag etwas Schönes machen, etwas Schönes denken, etwas Schönes sagen, etwas Schönes tun. Und das, was idiotisch ist, was wir tagtäglich machen, lasst uns das mal unterlassen. Okay? Ciao. Shalom.